Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mountain Mentor mit mir, David Göttler. Nach über 20 Jahren in den hohen Bergen der Welt, unzähligen Expeditionen und Trekkings, will ich meine Erfahrung mit dir teilen und hoffe so, der ein oder andere Tipp und Trick hilft dir bei deinem nächsten Abenteuer da draußen. Heute will ich dir mein Schlafsystem zeigen, heißt Schlafsack und Isomatte. Beides können ja nach Typ die vom Volumen größten Sachen sein, die man dabei hat. Auf der anderen Seite können beide auch unglaublich klein und vor allem leicht sein. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an The North Face, die diese Serie erst möglich machen, und natürlich an dich fürs Einschalten. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Like, und du hilfst mir sehr, wenn du den Kanal abonnierst. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, wenn du keine Folge verpassen willst. Starten wir mit der Isomatte. Früher hatte ich hier immer so eine klassische Schaumstoffkonstruktion mit dabei. Vorteile sind unkaputtbar, relativ leicht und ruckzuck ausgebreitet. Nachteil aber ganz klar das Packvolumen und der Liegekomfort. Mit Liegekomfort meine ich einmal, dass etwas durchdrückt, aber auch, dass Kälte schneller durchkommt. Deshalb habe ich früh auf die ersten leichten aufblasbaren Matten gewechselt und seitdem nie mehr auf eine klassische zurück. Auch weil die aufblasbaren so viel besser geworden sind. Lange hatte ich die X-Lite von Thermarest, dann die Überlite, welche wirklich unglaublich klein vom Packmaß ist, aber echt an der Grenze, wenn man auf Schnee übernachten muss. Trotzdem hatte ich diese 2019 und 2021 auf meinen Versuchen am Everest dabei. Seit der letzten Expedition bin ich auf diese hier umgestiegen. Die normale X-Lite, aber in der Damenversion. Diese ist ein wenig kürzer, was für meine Größe absolut ausreicht, aber dafür ein bisschen wärmer. Vom Gewicht also die perfekte Kombi. Außerdem robust genug, um nicht wirklich dauernd Angst zu haben, sie bekommt ein Loch. Aber natürlich muss man bei dieser Art von Isomatte wirklich Obacht geben, dass nichts Scharfes drankommt. Also Eisschrauben, Steigeisen, Pickel etc. immer weit weg davon. Auch doppelt nachschauen, dass nichts unterm Zelt bzw. der Matte ist. Gerade wenn man auf Steinen oder Schotter übernachtet. Alles schon gemacht und war nie ein Problem. Aber einmal mehr genau hinschauen ist hier die Devise. Auch wenn sie im Rucksack gepackt liegt, kontrolliert, dass hier nichts aus Versehen daneben gepackt ist, was scharf oder spitz ist. Kommen wir dann zum Schlafsack. Hier benutze ich meistens die dünnsten und leichtesten Daunenschlafsäcke, die The North Face im Programm hat. So zum Beispiel seit einigen Jahren den AMK Superlight mit einem sehr geringen Gewicht und einem Temperaturrating im Komfortbereich von 10 Grad. Das mag erstmal sehr kalt erscheinen, gerade für eine Everest-Expedition oder eine 8000er Winterexpedition, aber ich schlafe seit langem immer genau mit so viel Bekleidungsschichten, wie es nötig ist. Wenn ich dann mit meiner dicken und wärmsten Daunenjacke und Daunenhose, die ich tagsüber brauche, im Schlafsack bin, wird mir hier nicht kalt. Der ganz klare Vorteil von diesem System ist natürlich, dass ich tagsüber oder wann immer ich meinen Schlafsack tragen muss, also im Rucksack ist, ein sehr viel kleineres Packvolumen habe und sehr viel Gewicht spare. Außerdem fällt es weg, am Morgen in die kalten Klamotten schlüpfen zu müssen. Ich sehe immer noch oft, dass Leute riesige Daunenschlafsäcke am Berg hoch und runter tragen. Meiner Meinung nach absolut verschwendete Energie. Auch auf Trekkings habe ich nur diesen kleinen und leichten Schlafsack mit dabei, weil ich in fast allen Lodges einen extra Decke bekommen kann, falls es doch nochmal kälter sein sollte. Der Schlafsack sollte aber deshalb nicht zu eng sein. Also immer darauf achten, dass genügend Volumen im Schlafsack da ist, um diese extra Lagen an Daune oder sonstiger Bekleidung komfortabel tragen zu können. Auch sollten ja, wie aus der Folge über warme Schuhe bekannt, die Schuhe eventuell noch mit rein. Also lieber eine Größe größer nehmen als zu eng. Und als Extra packe ich mir immer noch ganz leichte Daunenbooties mit ein. So kann ich sicher sein, dass meine Füße immer warm werden. Als weiteres Extra habe ich immer ein ganz leichtes, aufblasbares Kopfkissen von C2 Summit mit dabei.
Weil ich eben oft alle Bekleidungssachen anhabe, habe ich nichts mehr, was ich als bequemes Kopfkissen verwenden kann. Und für mich ist es wirklich wichtig, ordentlich zu schlafen. Das Kopfkissen hat fast kein Volumen bei einem Rucksack und das Extra an Gewicht ist es mir auf alle Fälle wert. So, jetzt bin ich gespannt, ob du hier ein anderes System bevorzugst oder du noch eine Ergänzung zu dem Thema hast. Schreib das gerne in die Kommentare, dann können wir alle voneinander lernen. Ich hoffe, mit diesem Einblick in meine Isomatten-Schlafsack-Situation dir weitergeholfen zu haben und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Mountain Mentor mit mir, David Göttler, wieder dabei bist. Bis dahin, never stop exploring.